So, hallo und herzlich willkommen wieder zu einem Tutorial-Video von Facescreen Sim. Heute schauen wir uns einmal das Portal an und das Portal wird verwendet, um zum Beispiel auf einer geraden Förderstrecke am Ende des Bauteils wieder an den Anfang zu bringen mit den gleichen Daten, die dieses Objekt bereits hat. So kann man eine lineare Strecke in einem Dauertest fahren und aus diesem Grund bauen wir uns jetzt hier einfach einmal einen Boden ein. Mein Boden hat jetzt bereits schon 500 auf 500 Meter als Werte und für eine Transportstrecke wähle ich jetzt eben einen Surface und den Surface machen wir jetzt einfach mal 10 Meter lang, 1,50 Meter breit und 30 cm hoch und am Ende unseres Surfaces bringen wir jetzt eben so ein Portal an. Und am Anfangspunkt, an dem wir eben die Bauteile wieder hereinholen wollen oder wo sie eben dann wieder spawnen sollen, nehmen wir dann wieder ein zweites Portal und diese beiden Portale müssen wir eben dann auch in den Eigenschaften sagen, was ihre Aufgabe ist. Also unser Portal am Ende soll eben der Eingangspunkt sein und wir nehmen dann auch den Namen in. Und unser zweites Portal wird das Ausgangsportal werden und wir nehmen eben das Signal out. Und Sie sehen, man kann auch dieses Portieren ähnlich wie beim Entfernen oder beim Manipulator auch gerne mit einem Signal dann eben auch triggern. Aber in unserem Beispiel reicht es jetzt einmal, wenn wir das normal bedienen. Und wir gehen jetzt her und müssen noch die beiden Portale miteinander bekannt machen. Das funktioniert über das Object Linking. Also wir finden dann eben hier unser In-Portal und in unserer Liste der Auswahlmöglichkeiten eben unser Out-Portal und wir ziehen das In- und das Out-Portal zusammen. Somit sind die beiden in Verbindung und wissen, okay, wenn ein Bauteil in den In-Bereich kommt, muss es am Out-Bereich wieder rauskommen. So, dann schalten wir unseren Förderer noch ein. Das mache ich über die Handbedienebene und gebe dem einfach mal 2 Meter pro Sekunde als Geschwindigkeit. Und ich sehe gerade, ich habe leider jetzt nicht die Achse richtig betrachtet, also Sie sehen die Transportrichtung X positiv ist diese Richtung, aber kein Problem, wir schieben jetzt einfach mal das eine Portal da, wo die Bauteile hinfahren werden und das andere Portal da, wo wir sie eben wieder rauskommen lassen wollen und fügen uns jetzt gleich mal ein Payload ein. Und Sie sehen, der wird eben transportiert und sobald der eben in dieses Portal kommt, kommt er auf der anderen Seite wieder raus und somit kann man dann eben jederzeit einen Dauertest fahren und braucht nicht sich darum kümmern, eben jederzeit mit einem Inserter und mit einem Remover zu arbeiten, sondern kann natürlich dann so viel einfacher den Dauertest länger laufen lassen. Und das war es eigentlich schon mit der Funktionalität unseres Portals. Also es ist ein ganz einfaches Objekt, mit dem man aber sehr schön sich eben solche Dauertests herstellen lassen kann. Danke und Wiederschauen.